Heute wieder das Thema M2 Competition. Beim letzten Mal habe ich Zeiten gemessen 50-120 nach der Leistungssteigerung von Mahnhardt. Es gab dann einige Kommentare, ob ich nicht auch eine Leistungsmessung oder beziehungsweise eine Zeitmessung machen könnte 100-200. Das hatte ich sowieso die ganze Zeit schon vor und das probiere ich jetzt heute Abend mal. Ich hoffe, dass ich eine freie Stelle finde, wo ich 1, 2, vielleicht 3 Versuche machen kann. Und ja, ich bin mal gespannt, was da an Zeiten rauskommt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich 100-200 messe. Das heißt, ich habe jetzt auch keinen Referenzwert von dem Serien oder von der Serienzeit. Das heißt, ja, jetzt muss ich dann sozusagen darauf hoffen, beziehungsweise einfach ein bisschen googeln, was andere an 100-200 Zeit angeben. Das mache ich dann am Ende des Videos wieder in so eine Tabelle zum Vergleich. Ich schreibe aber dazu, dass eben dann die 100-200 Zeit vom Originalauto sozusagen nicht von mir gemessen wurde, sondern dass ich die dann eben nur recherchiert habe. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt wirklich tatsächlich live messen kann, ist die Beschleunigungszeit 100-200 nach der Leistungssteigerung. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Mal gucken, was passiert. So, das Auto ist jetzt warm gefahren. Ich habe also ca. 90 Grad Öltemperatur. Die Außentemperatur beträgt jetzt heute 10,5 Grad. Der Tank ist 3/4 gefüllt. Die Reifentemperatur Vorderachse ist 16 Grad. Die Reifentemperatur Hinterachse auch. Das heißt, die Reifen sind noch relativ kalt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt keine Traktionsprobleme habe. Und bin sehr gespannt, was für eine Zeit rauskommt. Jetzt versuche ich einfach noch ein bisschen mehr Temperatur in die Reifen zu bekommen, dass ich, wenn ich später den ersten Versuch mache, auch entsprechend Traktion habe. Die Reifentemperatur ist jetzt immerhin schon an der Vorderachse auf 22 Grad und an der Hinterachse auf 20 Grad gestiegen. Okay, ich starte aus der 4 und los. So, das war jetzt der erste Lauf, 100-200. Ich bin aus dem 4. Gang gestartet. Ich bin jetzt im M2-Modus gefahren. Dort habe ich alles auf Sport Plus gestellt. Das heißt also Getriebe, Motor und Lenkung habe ich auf Sport eingestellt. Lenkung ist eigentlich völlig uninteressant für die 100-200 Zeit. Was noch interessant ist, ich habe wie gesagt die Traktionskontrolle diesmal komplett deaktiviert, damit für den Fall, dass ich Traktionsprobleme habe, er nicht wegregelt. Und die erste Messung waren jetzt 6,1 Sekunden. Ich habe beim Rausbeschleunigen aus der 4 noch kein Vollgas gegeben, weil ich mich langsam rantasten wollte. Vorderradtemperatur ist jetzt bei 28 Grad, Hinterrad bei 24. Jetzt würde ich nochmal einen Versuch wagen. Das war jetzt schlechter, deutlich schlechter, komischerweise. Kann ich jetzt nicht ganz verstehen, wieso das schlechter war. War eigentlich von der Beschleunigung ähnlich wie beim ersten Lauf. Allerdings hatte ich jetzt mehr Gas gegeben, komischerweise dann langsamer. Wundert mich ein bisschen. Nochmal aus der 4 heraus. Nee, wieder eine 7,4. Ganz merkwürdig. Komisch. Was war beim ersten Lauf so viel besser im Vergleich zu den anderen?
probiere ich es nochmal mit weniger Gas. Mal gucken, ob das besser funktioniert. Also entweder hat die Messuhr beim ersten Lauf gesponnen oder aber die Performance beim ersten Lauf war einfach extrem viel besser, was ich allerdings jetzt nicht ganz nachvollziehen könnte. Dubios, ich drehe mal um und dann probiere ich es nochmal in die andere Richtung. Jetzt waren wir bei einer 7,2. Also ich denke, irgendwas um diese 7,2, 7,3 Sekunden ist realistisch. Ich weiß nicht, wieso der erste Lauf so extrem gut war. Das irritiert mich ein bisschen. Sehr dubios. Ja, also wenn noch jemand, wie gesagt, Originalzeiten hat, beziehungsweise ich google nachher mal, muss ich mal schauen, was da sozusagen andere Leute schreiben. Also 6,1 wäre natürlich echt super gewesen, aber jetzt bin ich doch ein bisschen am Zweifeln, ob da nicht irgendwas mit der Messung komisch war. Muss ich mir dann auch später nochmal angucken im Video, ob das wirklich 6,1 Sekunden waren oder ob da irgendwas schief gegangen ist. Ja, und wenn es 6,1 Sekunden waren, dann ist natürlich die Frage, wieso schafft er das nur einmal. Bleibt auf jeden Fall spannend. Am Ende des Videos zeige ich euch jetzt nochmal eine Tabelle mit den verschiedenen Zeiten. Wie gesagt, ich füge dann auch nochmal die Standardzeiten hinzu, beziehungsweise die Zeiten, die ich halt im Internet finde, die angeblich das Fahrzeug bzw. der M2 Competition serienmäßig 100, 200 fährt. Ja, ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao!